Hallo liebe Häkelfreunde, dieser wunderschöne Rundpassen-Pullover besticht durch sein schlichtes Design. Das einfache Muster wird durch schmale Zopfreihen in einzelne Segmente unterteilt. Ich habe den Pullover mit breiten Blockstreifen in kräftigen Farben einen fröhlichen Freizeitlook verliehen. Für eine elegante oder festliche Variante könnte man zum Beispiel auch ein einfarbiges Garn mit ein bisschen Glanz oder Glitter verwenden. Die Anleitung ist nämlich für verschiedene Garnstärken geeignet, da die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Der Pullover kann in den Größen 36 bis 50 gehäkelt werden. Die Größenangaben erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Ihr braucht also nicht danach zu suchen. Bitte schaut euch das gesamte Video an, ohne etwas zu überspringen, denn sofort nach den Intros erscheinen viele wichtige Informationen, bevor wir mit der praktischen Umsetzung beginnen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden, weil die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle, aber nicht zu dünn, damit der Pullover nicht steif wird. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Dieser kann dann nicht mehr ausreichend genau vorhergesagt werden. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich halte mich an folgende Faustregel, wenn von oben nach unten gehäkelt wird. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen, im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende durch Verwendung einer dünneren Häkelnadel bzw. durch höhere Reihenanzahl verkleinert werden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Ich mache die Blockstreifen ca. 10 cm breit. Beim Farbwechsel häkle ich die Kettmasche am runden Ende bereits in der neuen Farbe. Ich verknote die Fäden auf der Rückseite und vernähe sie später. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt.
Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick-Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 4 mm und nachher steige ich auf eine Häkelnadel 4,5 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. Ich steche in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen ein, hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Ich mache die Kette ca. 60 cm lang und die Maschenzahl muss durch 8 teilbar sein. Bei mir sind das 88 feste Maschen und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist ca. 60 cm lang. Bei mir sind das 88 Maschen. Die Maschenzahl kann bei euch anders sein, aber sie muss durch 8 teilbar sein. Und die schönen Maschen befinden sich unten. Wir geben die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind. Und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und hier, wo die Luftmasche herauskommt, beginnen wir zu zählen. Das ist die erste Masche und ihr nehmt eure Maschenzahl und dividiert sie durch 8 und in die Zahl, die dabei herauskommt, steckt ihr einen Maschenmarkierer. Bei mir ist es so, ich habe 88 Maschen, dividiert durch 8 ist 11, das heißt, ich muss in jede 11. Masche einen Maschenmarkierer stecken. Und das ist meine erste Masche. Also diese Masche, wo die Luftmasche rauskommt, müssen wir mitzählen. Hier beginnen wir zu zählen. An meinem Beispiel 2, 4, 6, 8, 10 und in die 11. Masche muss ich einen Maschenmarkierer geben. Und dann immer ab dem Maschenmarkierer weiterzählen. Nicht die Masche mitzählen, wo der Maschenmarkierer drin ist. 2, 4, 6, 8, 10, 11 in meinem Fall. Und wenn ihr das vorbereitet habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 8 gleiche Segmente eingeteilt. Der letzte Maschenmarkierer ist genau in der letzten Masche vor dem runden Übergang. Das ist wichtig und zwischen den Maschenmarkierern müssen immer gleich viele Maschen sein. Bei mir sind es 10 Maschen zwischen den Markierern
Und bei mir ist in jeder 11. Masche ein Markierer. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 4,5 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in die Masche, wo die Luftmasche herauskommt, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und dann häkle ich Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Und ich steche hier in dieser ersten Runde in beide Maschenglieder ein. Bei mir sind es also 10 Stäbchen bis zum ersten Maschenmarkierer. Bei euch kann die Zahl ein bisschen anders sein. Und dann entfernt ihr den Maschenmarkierer und in die Masche mit dem Maschenmarkierer häkeln wir eine Zweiernoppe. Wir häkeln einen Umschlag, wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden noch einmal durchholen. Dann durch alle Schlaufen ziehen, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die gemeinsam abmaschen. Und dann in der nächsten Masche weiter häkeln, dieselbe Anzahl Stäbchen wie hier, bis zum nächsten Maschenmarkierer. Den Maschenmarkierer entfernen und in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin war, eine Zweiernoppe häkeln. Und das machen wir bis zum Ende der Runde und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier in der letzten Masche vor dem runden Übergang ist ein Maschenmarkierer und auch hier muss eine Zweiernoppe hineingehäkelt werden. Alle Segmente müssen genau gleich sein. Und dann schließen wir mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir haben also immer dieselbe Anzahl Stäbchen, eine Noppe. Alle Segmente sind genau gleich. Und die nächste Runde, die wir jetzt machen werden, wird im Prinzip stets wiederholt. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorreihe. Und wir häkeln immer noch ein Stäbchen in das Ersatzstäbchen. Und dann, ab jetzt, häkle ich alle Stäbchen ins hintere Maschenglied. Nicht hier bei der Zunahme, nur die dazwischen. Hier häkle ich alle Stäbchen ins hintere Maschenglied. Bis eine Masche vor der Noppe. Und hier häkeln wir wieder eine Zunahme. Und hier
steche ich in beide Maschenglieder ein. Ich häkle 2 Stäbchen in eine Masche. Wir haben am Anfang 2 Stäbchen, dann lauter Stäbchen ins hintere Maschenglied und eine Zunahme, und um die Noppe herum häkeln wir wieder eine Noppe, also eine Reliefnoppe. Wir holen einen Umschlag, wir stechen um die Noppe herum, sodass die Noppe auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden einmal durch, einen Umschlag, den Faden noch einmal durchholen, die Fäden nicht zu kurz ziehen, dann alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben, und die maschen wir gemeinsam ab. Und dann schiebt ihr die Noppe nach rechts, sodass der nächste Maschenkopf sichtbar wird, und hier machen wir sofort wieder 2 Stäbchen in eine Masche. Und wie gesagt, bei allen Zunahmen steche ich durch beide Maschenglieder durch und dann wieder nur ins hintere Maschenglied häkeln, bis wir eine Masche noch vor der Noppe übrig haben. Hier ist die Noppe, hier ist noch ein Stäbchen übrig. Hier in beide Maschenglieder stechen und 2 Stäbchen in eine Masche häkeln und dann um die Noppe herum wieder eine Zweiernoppe häkeln. Und nicht vergessen, sofort nach der Noppe wieder 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Ein Segment sieht also so aus: Wir haben hier die Noppe, 2 Stäbchen, ganz normal in beide Maschenglieder einstechen, dann Stäbchen ins hintere Maschenglied und wieder eine Zunahme, also direkt vor der Noppe und nach der Noppe immer eine Zunahme häkeln, und die Stäbchen dazwischen häkeln wir ins hintere Maschenglied. Und das machen wir die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier müssen wir vor der Noppe eine Zunahme häkeln. Und die Runde endet mit einer Reliefnoppe. Und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wie gesagt, diese Runde wird nun stets wiederholt. Ich zeige euch noch eine Runde. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und häkeln auch hier sofort die Zunahme mit einem zweiten Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir Stäbchen ins hintere Maschenglied bis eine Masche vor der Noppe, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Noppe angekommen. Eine Masche vorher häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und dran denken, bei den Zunahmen in beide Maschenglieder einstechen. Dann häkeln wir die Reliefnoppe, und hier ist es wichtig, dass ihr sie nicht winzig klein macht, und dann die Noppe nach rechts schieben, damit die nächste Masche sichtbar wird, denn hier muss sofort wieder eine Zunahme hinein. Und wir häkeln wieder Stäbchen ins hintere Maschenglied
bis zur nächsten Noppe und dort zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. In die Masche vor der Noppe häkle ich die Zunahme mit 2 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir die Reliefnoppe und sofort nach der Noppe häkeln wir wieder 2 Stäbchen in eine Masche. Pro Reihe kommen also 2 Stäbchen zu jedem Segment hinzu. Und wir häkeln die Runde beinahe zu Ende und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir ebenfalls vor der letzten Noppe noch eine Zunahme und dann noch die Noppe und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und im Moment liegt das flach auf dem Tisch. Wenn das Teil größer wird, muss das nicht zwingend so flach auf dem Tisch liegen. Es wird später so getragen. Es gibt also eine Rundpasse und wir wiederholen nun diese Runde, die wir soeben gemacht haben, bis die einzelnen Segmente ein bestimmtes Zwischenmaß erreicht haben. Also ein Segment messen. Die Maße für eure Größe findet ihr in der nächsten Einstellung. Der schwarze Pfeil zeigt an, wo ihr messen müsst. Alle Segmente müssen immer gleich viele Maschen haben und pro Runde kommen pro Segment 2 Stäbchen dazu. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 4042 das benötigte Zwischenmaß erreicht. Es geht dabei um die Ärmel. Zuerst erkläre ich euch die Einteilung. Hier ist der Rundenbeginn. Hier brauchen wir keinen Maschenmarkierer. Dann haben wir 2 Segmente für ein Vorder- oder Rückenteil, 2 Segmente für die Ärmel, wieder ein Vorder- oder Rückenteil und der zweite Ärmel. Und damit die Ärmel nicht gar so weit werden, nehmen wir jetzt nur noch bei den Vorder- und Rückenteilen zu. Also über diese beiden Segmente und über diese beiden. Und hier nehmen wir nicht mehr zu. Wir machen eine Runde gemeinsam. Ich habe mir hier die Ärmel mit Maschenmarkierern versehen. Das bedeutet, wir häkeln die ersten 2 Segmente wie gewohnt mit den Zunahmen, genauso wie bisher, bis wir beim Maschenmarkierer ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Segmente gehäkelt, genau wie immer mit den Zunahmen. Und ich entferne den Maschenmarkierer, der befindet sich in der Noppe. Ich häkle wie gewohnt die Noppe. Ich gebe den Maschenmarkierer wieder in die Noppe und jetzt häkeln wir die nächsten 2 Segmente ohne Zunahmen. Und das bedeutet, wir häkeln sofort ins erste Stäbchen, ins hintere Maschenglied und zwar nur ein Stäbchen in jede Masche. Und auch hier vor der Noppe nur ein Stäbchen ins hintere Maschenglied, hier ebenfalls in jede Masche ein Stäbchen und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese beiden Segmente
ohne Zunahmen gehäkelt. Und ich habe die Noppe gehäkelt und den Maschenmarkierer wieder in die Noppe hineingegeben. Und die nächsten 2 Segmente häkeln wir wieder wie bisher mit den Zunahmen bei den Noppen, immer vor und nach der Noppe, genauso wie bisher. Und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese beiden Segmente wie gewohnt mit Zunahmen gehäkelt und die letzten 2 Segmente sind wieder ein Ärmel und die häkeln wir ohne Zunahmen. Und wir starten also sofort nach der Noppe mit einem Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und auch bei der nächsten Noppe machen wir keine Zunahmen. Und wir häkeln die letzten beiden Segmente und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese beiden Segmente ohne Zunahmen gehäkelt und diese Runde, die wir soeben gemacht haben, wird nun eine Zeit lang wiederholt. Also wir haben hier 2 Segmente mit Zunahmen, das ist ein Vorder- oder Rückenteil, 2 Segmente ohne Zunahmen, das ist der erste Ärmel, 2 Segmente mit Zunahmen für ein Vorder- oder Rückenteil und 2 Segmente ohne Zunahmen für den zweiten Ärmel. Und wir häkeln so lange weiter, bis diese breiteren Segmente, bei denen wir zunehmen, eine bestimmte Breite erreicht haben. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Also immer diese Runde wiederholen, die wir soeben gemacht haben, bis das Maß für ein Segment bei den breiteren Segmenten gemessen erreicht ist, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine vorderen oder rückwärtigen Segmente haben das benötigte Maß erreicht. Ich habe hier ca. 27 cm und ich habe eine Passenhöhe von ca. 24 cm. Und auch hier schreibe ich euch Richtwerte oben in die Ecke. Die Passenhöhe könnte aber auch ein bisschen variieren. Ihr müsst eine Anprobe machen, so wie der Pullover später getragen wird. Hier sind die schmaleren Ärmel, diese Segmente sind etwas breiter, und schauen, ob das unter den Armen zusammengeht. Sollte die Weite bereits erreicht sein, die Passenhöhe aber noch zu knapp sein, könnt ihr auch zum Beispiel 1-2 Runden ohne Zunahmen häkeln, bis das unter den Armen zusammengeht. Wie man ohne Zunahmen häkelt, haben wir hier schon gesehen bei den Ärmeln. Und wenn die Passe die ausreichende Größe erreicht hat, teilen wir die Ärmel ab und ab jetzt häkeln wir nur noch Runden ohne Zunahmen. Zunächst häkeln wir diese beiden Segmente und wir starten ganz normal mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln diese ersten beiden Segmente wie gewohnt, nur ohne Zunahmen. Also ab dem Ersatzstäbchen nur noch Stäbchen ins hintere Maschenglied und keine Zunahmen mehr machen, auch hier nicht und hier nicht und auch hier nicht. Und wenn wir beim Maschenmarkierer angekommen sind, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese beiden Segmente gehäkelt und die nächsten beiden Segmente überspringen wir. Das ist der erste Ärmel. Ich entferne zuerst die Maschenmarkierer und dann legen wir die beiden
Noppen übereinander und wir holen einen Umschlag. Wir stechen durch beide Noppen durch in den Kopf der Noppen und holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden noch einmal durch und wir häkeln eine Noppe so wie bisher. Somit haben wir für die nächste Reihe das Muster wiederhergestellt. Und jetzt häkeln wir beim nächsten Stäbchen weiter. Nicht in der Noppe, die ist besetzt, beim nächsten Stäbchen im hinteren Maschenglied weiter häkeln und wir häkeln die nächsten 2 Segmente und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese beiden Segmente ohne Zunahmen gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und hier haben wir jetzt unter dem Arm eine Noppe. Und auch hier brauchen wir eine Noppe. Wir entfernen den Maschenmarkierer und wir verbinden diese Noppe und wir holen einen Umschlag, stechen in die Noppe ein und ebenfalls in die untere Noppe. Wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, durch beide durchstechen, den Faden noch einmal durchholen und wie gewohnt die Noppe häkeln und dann ins Ersatzstäbchen zur Runde schließen. Und jetzt seht ihr, hier beginnt die Runde bei diesem Stäbchen und die Runde endet mit einer Noppe. Und die nächste Runde, die wir jetzt machen werden, wird wiederholt, bis der Pullover die gewünschte Länge bis zum Bund erreicht hat. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln ab jetzt keine Zunahmen mehr. Auch in der Vorrunde hatten wir keine Zunahmen und wir häkeln, bis wir unter dem anderen Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Wir haben ohne Zunahmen gehäkelt. Hier seht ihr die Noppe unter dem Arm und hier machen wir jetzt wieder wie gewohnt eine Reliefnoppe und dann häkeln wir wieder die nächsten 2 Segmente ohne Zunahmen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier ist die Noppe, wo wir die Ärmel abgeteilt haben und hier häkeln wir eine Reliefnoppe und dann schließen wir in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde und wir häkeln den Pullover jetzt gerade hinunter, also immer dieselbe Runde, die wir soeben gemacht haben, bis zum Bund und ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Den Bund werde ich ca. 10 cm breit machen und wir messen von der Schulter gerade hinunter. Und wenn ihr die Zwischenlänge bis zum Bund erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Pullover hat von der Schulter gerade hinunter gemessen, ca. 55 cm erreicht. Die endgültige Länge könnt ihr auch mit dem Bund noch bestimmen. Und ich häkle den Bund mit einer Häkelnadel 4 mm, damit er schön straff wird. Und ich häkle zunächst
das Ersatzstäbchen und dann häkle ich vorerst eine Runde mit Stäbchen, und zwar steche ich hier in beide Maschenglieder ein und es müsste automatisch eine gerade Anzahl Stäbchen herauskommen. Wenn nicht, müsst ihr das ausgleichen und auch hier in die Noppen einfach ein Stäbchen häkeln. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Ich bin rundherum gekommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und ab jetzt beginne ich mit 2 Luftmaschen. Damit ist das Ersatzstäbchen besetzt und ich häkle abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier sind die 2 Luftmaschen vom Beginn der Reihe. Die Reihe endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und wir beginnen immer mit 2 Luftmaschen und jede Runde beginnt mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann folgt ein Reliefstäbchen von hinten. Wir häkeln die Maschen so, wie sie erscheinen, und jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ich mache den Bund ungefähr 10 cm breit, aber wie gesagt, mit der Breite des Bundes könnt ihr die Gesamtlänge des Pullovers bestimmen. Und wenn ihr den Bund gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den Bund fertiggestellt und jetzt machen wir im Prinzip das gleiche beim Kragen und ich beginne bei einer Schulter in einer Noppe und ihr seht hier tiefere Einstichstellen. Ich nehme nicht nur den obersten Faden, sondern steche hier tief ein. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle 2 Luftmaschen. Das ist das erste Stäbchen. Und dann arbeite ich in jede vorhandene Einstichstelle ein Stäbchen und ich achte dabei darauf, dass ich über die gesamte Runde eine gerade Anzahl Stäbchen erhalte. Wie gesagt, die 2 Luftmaschen zählen ebenfalls als Stäbchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Übrigens verwende ich auch hier eine dünnere Häkelnadel, 4 mm. Falls ihr eine ungerade Zahl habt, könnt ihr einfach hier, wo die 2 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen häkeln. Und wir schließen in die zweite Luftmasche zur Runde und wir häkeln 2 Luftmaschen und machen dasselbe wie beim Bund. Wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten und jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche.
und ich schreibe euch einen Richtwert für die Höhe des Kragens oben in die Ecke, aber macht so viele Reihen, bis der Kragen für euch passt. Also macht eine Anprobe. Und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an den Pullover dran gehäkelt. Ich habe den Ärmel in Runden gehäkelt und ich habe den Ärmel nach unten hin schmaler werden lassen und am Ende noch einen Bund dran gehäkelt. Und wir beginnen unter dem Arm. Und wir haben hier eine Noppenreihe und hinten ebenfalls. Und diese Noppenreihe lasse ich aus. Ich beginne neben der Noppe im ersten Stäbchen mit dem Ärmel. Hier hole ich den Faden durch und ich lasse ein längeres Stück Faden dran, weil wir hier später eine kleine Naht machen müssen. Wenn ihr den Ärmel noch schmaler wollt, könnt ihr auch mehrere Stäbchen vorne und hinten weglassen. Und in dieser Masche häkle ich das Ersatzstäbchen und dann häkle ich alle vorhandenen Stäbchen bis zu dieser Noppe. Und 2 Maschen davor sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Stäbchen ins hintere Maschenglied gehäkelt, so wie gewohnt. Nur das Ersatzstäbchen habe ich in beide Maschenglieder gehäkelt und auch die Abnahmen mache ich in beide Maschenglieder. Wir machen vor der Noppe 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann häkeln wir die Noppe. Nach der Noppe machen wir wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und wie gesagt, hier häkle ich in beide Maschenglieder. Und dann häkeln wir wieder Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und hier müsst ihr zählen, dass ihr auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen habt. Also hier und auf dieser Seite ebenfalls. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten der mittleren Noppe gleich viele Stäbchen gehäkelt und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und diese kleine Lücke wird später mit dem Anfangsfaden vernäht. Und jetzt machen wir eine Runde ohne Abnahmen. Ich häkle immer das Ersatzstäbchen ganz normal durch beide Maschenglieder durch. Dann häkelt ihr Stäbchen ins hintere Maschenglied, pro Maschenkopf ein Stäbchen. Hier, wo die Abnahme ist, ebenfalls nur ein Stäbchen in den Maschenkopf, dann die Noppe und auf der anderen Seite wieder Stäbchen ins hintere Maschenglied bis zum runden Ende. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und schließe in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und ich habe es so gemacht, ich habe immer diese beiden Reihen wiederholt. Eine Reihe mit Abnahmen und eine Reihe ohne Abnahmen. Und zwar habe ich
den Ärmel zunächst circa 30 cm hinunter gehäkelt und dann noch einen 10 cm Bund dran gehäkelt, und ihr müsst darauf achten, wie schmal der Ärmel benötigt wird. Sobald der Ärmel schmal genug ist, nur noch Reihen ohne Abnahmen häkeln. Bei mir ist es sich so ausgegangen, dass ich die Abnahmen bis zum Bund durchgezogen habe. Und ich schreibe euch einen Richtwert für die Länge bis zum Bund oben in die Ecke und auch Richtwerte für die Breite, bevor wir den Bund dran häkeln. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschten Maße erreicht und den Farbwechsel habe ich bereits durchgeführt, und jetzt wechsle ich auf eine dünnere Häkelnadel 4 mm und ich häkle zunächst eine Runde ganz normale Stäbchen. Ich beginne ab jetzt mit 2 Luftmaschen. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle jetzt in beide Maschenglieder jeweils ein Stäbchen in jede Masche, und wir brauchen eine gerade Maschenzahl in dieser Runde, und da ich eine ungerade Maschenzahl habe, nehmen wir am Ende der Runde eine Masche ab und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Runde angekommen und ich mache hier kurz vor Rundenende noch 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, damit ich eine gerade Anzahl Maschen habe. Dann schließe ich in die zweite Luftmasche zur Runde mit einer Kettmasche und wir beginnen jede Runde mit 2 Luftmaschen und häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne, und da wir hier eine Abnahme gemacht haben, häkeln wir das Reliefstäbchen um beide Stäbchen der Vorreihe herum, und dann schließen wir in die zweite Luftmasche zur Runde. Und jede Runde beginnt mit 2 Luftmaschen, dann folgt ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, und am Ende haben wir ein Reliefstäbchen von vorne und eine Kettmasche in die zweite Luftmasche, und mit dem Bund könnt ihr die endgültige Länge des Ärmels bestimmen, und am besten macht ihr eine Anprobe. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich, und dann ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.